wir sind dann in den Keller gegangen und habe ich keine Ahnung mehr, wie es dann da aussah. Ich habe ja die Kamera auch nicht gehalten, aber ich glaube, im Video war es dann halt ziemlich dunkel. Also so dunkel, dass man, ja, es ist dieses Take-TV dunkel, ne? Also man sieht halt nichts. Aber wir tun so, als ob man was sieht und reden auch einfach weiter. Wie gesagt, es ist sehr dunkel. Der Weg nach unten ist ja mitten in der Halle, da wo die Couchen und so sein werden, wo ihr einfach auch live vor Ort sein könnt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr hier was sehen könnt. Ein bisschen was. Es ist halt nur dieses eine Licht jetzt erstmal in diesem Räumchen. So der Raum komplett drumherum. Hier sind alles Regale, so super viele alte von 1950 gehaltene Regale oder so. Ich weiß nicht, die sind auf jeden Fall schon lange da von alten Mietern. Und habe halt dann die Sachen vorgestellt. Ja, hier kommt der VIP-Bereich hin, Couchen, Gaming-Bereiche, weiß ich nicht, alles, was hingehört. Und ist tatsächlich auch weitestgehend so geworden. Ich will immer noch einen Whirlpool haben. Und ich war auch wirklich so weit davon entfernt, einen zu kaufen. Da gab es bei Bauhaus ein Angebot. Und das sah halt auf diese Werbeplakate auf den Autobahnen oder nicht Autobahnen, aber so auf diesen größeren Straßen, die sich die ganze Zeit so eine Rotation haben. Und da war so ein, keine Ahnung, was der gekostet hat, 699 oder irgendwas. Halt so halbwegs bezahlbar, mobil. Relativ groß, für 4 Leute passend. Hab ich gedacht, nice. Dann war ich da, mein Gott, war der hässlich. Also da muss ich auch mal einen Rat ans Bauhaus geben. Also wenn ihr schon sowas verkaufen möchtet, dann tut mir doch den Gefallen, dann macht den wenigstens sauber. Wenn ich als Kunde da reingehe und da ist ein fucking Whirlpool, wo ich privat reingehen möchte, vielleicht auch mal nackig mit meiner Freundin, dann will ich doch nicht das Gefühl haben, wenn ich das erste Mal dieses Ding sehe, da könnte ich drin liegen, dass das dreckig ist. Wirklich richtiger Modder, die Schicht oben, wo das Wasser, da war einfach ein richtig ekliger Dreck und der sah halt auch noch hässlich aus. Das ist aber immer was anderes. Ja, damit hat sich das Thema Whirlpool dann erstmal für den Moment erledigt. Keine Sorge, vor kurzem habe ich dann eine Sauna gesehen. Alles ist möglich. Ja, aber werden wir auch erstmal nicht machen. Und bis auf den Whirlpool, wir haben die Spielecke dahingesetzt. Wir haben da wirklich meiner Meinung nach ziemlich coole Chill-Out-Bereich hingehauen mit Paletten, so ein bisschen kreativ geworden. Der Flipper steht da unten. Wir haben einen kleinen Trainingsbereich, der noch nicht so richtig improved ist. Die Geräte sind eigentlich da. Nicht alles aufgebaut, könnte noch ein bisschen schöner gemacht werden. Ja, und dann diesen riesigen Lagerbereich, den wir auch, glaube ich, ganz gut koordiniert haben. Links viel Lagerfläche, rechts die Maschinen, die drucken, Server, Getränkeecke, wo wir auch nicht wussten, was machen wir in diesem Raum. Wo wir damals überhaupt nicht nachgedacht haben, ja, wo kommen denn vielleicht die Getränke hin, die wir brauchen, wenn so 500 Kästen und so sind und Kühlschränke. Ja, das ist dann der letzte Raum geworden in der ganzen Geschichte. Also das Krasse ist, jetzt haben wir halt im Prinzip alle Räume schon besetzt. Es ist halt jeder Raum, den wir haben, ist besetzt und es ist nirgendwo ein Raum, wo ich sage, dieser Raum wird geil, da habe ich noch so viel Platz, da kann ich hier noch ein Riesenstudio bauen oder, keine Ahnung, eine kleine Folterkammer, um meine Mitarbeiter zu quälen. Es ist einfach kein Platz mehr da. So, und ja, ganz gut eigentlich eingeteilt, auch im Keller, denke ich. Denn hier ist Rotlicht oder sowas. Das wird hier, also wenn einer von unseren Ultras, ja, wenn ihr eine nette Lady mitbringt und so und ihr wollt ein ruhiges Kämmerchen haben, ich hab hier eins, ja. Ihr denkt, hier ist schon das Kämmerchen. Nee, geht noch weiter, ja. Hier ist so hinten ums Eck. Warte, ich muss mal gucken, ob ich hier mein Lämpchen aber mit meinem Handy. Gibt es hier noch so einen weiteren Raum, ja? Hier sind ja richtig Pakete. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ey, Druckpapier oder was? Umsonst, Freunde. Das Schöne ist ja, weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen gefreut. Es gibt so Räume, wo hinter noch ein Raum ist, wo man das gar nicht erwartet. Und dann gab es diesen Rotlichtraum. Den haben wir auch ganz gut genutzt. Da wussten wir damals zum Beispiel noch nicht so richtig, was wir machen wollen. Da waren so alte Regale, Holzregale, schon so ein bisschen verbraucht. Da haben wir gedacht, okay, da kann man dann vielleicht Sachen lagern. Ich glaube, es ist, gesetzlich sogar vorgeschrieben, dass man zum Beispiel Akten, so, ich weiß nicht, Steuerakten und so, ich glaube, muss man sogar verschließen. Und das ist halt so ein perfekter Raum dafür. Das ist eine dicke Tür, ich glaube, es ist so eine Stahltür oder Metalltür halt, so eine dickere. Und da haben wir jetzt halt momentan halt Klamotten zwischengelagert. Und das bietet sich auch gut an, weil der Shop halt direkt daneben ist, also der Klamottendruck. Und leider ist es kein Rotlichtraum mehr. Da ist jetzt eine normale Lampe drin. Aber man kann auch, denke ich, nicht alles haben. Ne? Und haben wir gut genutzt.
Wir haben mittlerweile, hier kommt der Serverschrank hin, habe ich mir sagen lassen. Also hier in diesem Bereich, der ist irgendwie so groß, 19 Zoll innen oder so. Ich bin ja, wie ihr wisst, Technik, wie auch handwerklich, ein absolutes Genie, ja, und kenne mich da bestens aus. Ich bin froh, dass ich wenigstens ein bisschen reden kann, sonst wäre ich auf jeden Fall arbeitslos und auf der Straße, sonst wäre echt doof. Ja, einer der letzten Bereiche im Keller war dann halt der Serverschrank. Und heutzutage, früher hatte man so, ältere Leute denken so, ihr braucht ja hier riesige Serverbereiche und so. Das meiste ist ja wirklich alles übers Internet, die Daten werden ja direkt an Twitch geschickt, die stellen dir das alles zur Verfügung und so weiter. Also wir haben so einen Server, der muss ja nicht viel können, aber das Internet wird halt verteilt in die ganze Lokalität, überall sind Netzwerkdosen gepatcht und das endet alles in diesem Serverschrank. Mal abgesehen davon, dass wir absolut keine Ahnung haben, wie das richtig funktioniert. Also, ne, der eine oder andere kennt sich ja so ein bisschen aus. Ja, okay, die Leitung, wir haben 5 Internetleitungen, ja, wenn ich die da reinstecke, dann geht das Internet dahin. Ist auch beschriftet tatsächlich, aber wir sind halt wirklich einfach nicht so schlau. Haben wir dann beim APM, da nochmal vielen Dank an die Telekom, da fehlten noch 2 Leitungen, hatten wir das Problem, wir hatten kein Internet, also nicht genug. Und Unity Media streikte auch noch. Und dann hat der Timo, wie ein Verrückter, der hat wirklich einfach so, nicht Try and Error, sondern Try and Die oder so, keine Ahnung, einfach so ein bisschen rumgesteckt, ja, dann müsste die Leitung jetzt da sein, die Leitung müsste jetzt da sein. Ja, dann ist irgendwann haben wir das Internet zumindest mal ins Laufen gebracht. Also, ich wette, dass bestimmt jetzt einige Leute unter den Comments schreiben, ja, ich bin ITler, ich kann das machen, kein Problem. Ja, wir haben ja auch hier jemanden. Nicht im Haus, können wir uns weder leisten, noch kriegen wir es selber hin. Mehr sage ich dazu einfach nicht. Ich will den Fahrstuhl fahren, aber ich glaube, da haben wir die Sicherung gerade ausgemacht irgendwann. Ja, der ist oben. Na, warte mal, hier gibt es noch einen Knopf. Nice! Ja, wir haben unseren eigenen Fahrstuhl. Ja? Ihr denkt, das ist nicht viel wert, aber tragt mal den ganzen Scheiß die Treppen runter, den wir so haben. Schwere Sachen wie, ach, keine Ahnung, welche Kisten mit irgendwas drin, egal was. So. Ah. Es kann sein, dass das die letzten Aufnahmen unseres Lebens sind. Aber wir schauen einfach mal. Komm mal. Der ist geeicht, ja, geprüft. Kann man hier sehen. 2000, nächste Prüfung, 15, warte mal. Ja, das ist ja alles noch gut. 825 Kilo. Olli, du darfst nicht mit rein. Oh Mann, wie macht man das denn hier zu, ohne dass wir sterben? Warte. Läuft! Half-Life-Flashback, Alter. Das ist ja übrigens auch so ein Luxus, dass man einen Fahrstuhl hat. Wir haben Kästen, viele Flaschen, die wiegen viel. Wir haben wirklich viel Zeug, was ins Lager muss. Und dann gibt es einen Lastenaufzug. Boah, keine Ahnung, was der kann. 800 oder 1000 Kilo oder irgendwie sowas. Und ich weiß noch, wie wir da drin stehen. Und da steht halt so fett reingekratzt, glaube ich. Folterkammer drauf. Das ging auch in dem einen Video ganz gut ab. Die Leute haben es auf jeden Fall kommentiert. Fand ich auch ganz lustig. Und ja, Prüfung war dann für dieses Jahr, wo wir fertig geworden sind. Aber die Prüfung war auch jetzt vor kurzem, lustigerweise. Die waren nämlich vor kurzem sogar noch mal hier. Also die waren jetzt schon zweimal da, irgendwie den TÜV prüfen. Ja, aber das Ding funktioniert. Wir haben ihn auch echt sehr viel schöner gemacht. Von außen rot. Wir haben sogar, innen ist der schwarz. Und der Boden ist sogar auch mit so einem super resistenten Zeug gestrichen. Der ist halt so kratzfest und ja, weiß nicht. Da muss man auch mal wieder sagen. Also wir haben das Ding hier. Es ist halt so, jeder Krefeld, der hier reinkommt, das in Krefeld? Kann halt keiner glauben, dass sowas Wertiges hier ist. Ne? Also wir haben es schon, glaube ich, wir haben schon echt viel Liebe und Zeit und alles reingesteckt, was man sich vorstellen kann, damit es halt dann doch wirklich an vielen Ecken schön ist, auch wenn es immer noch Potenzial gibt. Auch einer der schönen Momente, da war ich auch noch halbwegs fit und motiviert. Da war diese Wand, die wir eingerissen haben, mit dem guten Max. Guter Mann. Frauenschwarm. Männerschwarm. Ich denke, ein gut aussehender Typ. Und dann haben wir diesen Vorschlaghammer gehabt. Keine Schutzbrille, keine Schutzschuhe, normale Klamotten und mit voller Karacho
gegen diese Steinwand in diesen Vorstellkammer geworfen und also am Anfang so gegengeknallt. Okay, funktioniert. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Einmal in die Schuhe hier so ein bisschen raus. Hier auf dem Jahrmarkt. Okay, wunderbar. Freunde. Was macht denn der Blade Master da? Macht erstmal das andere Zeug weg. Nein, Junge, voll aufs Ganze! War ganz solide, würde ich sagen. Läuft, ja, wir sind effizient. Brauchen Sie Helfer, um... Wir sind Profis. Hat mega Bock gemacht. Aber das ist der Raum, der normalerweise für Parkplätze geplant war, 2 Stück. Und darüber hinaus sollte da dieser Glaskasten, der sollte halt Arbeitsplätze liefern. War eine gewagte These von mir, dass das dann so sein sollte. Und sonst, bis auf Parkplätze war da erstmal nichts geplant, so konkret. Ist jetzt so ein bisschen anders gekommen. Da ist der Airhockey-Tisch, da ist eine Tischtennisplatte, ist ein Raucherraum. Ja, und da ist der Treppenabgang, wo dahinter die Getränke sind und wo die Brandschutztür ist. Und ja, ist doch ganz schön anders gekommen. Was aber auch für meinen Geschmack, muss ich sagen, viel cooler geworden ist. Also, wenn wir es so gelassen hätten, wie wir es geplant haben, wäre es schon ziemlich langweilig gewesen. Und arbeiten, wenn man jetzt mal ehrlich ist, also da jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, das ist ja schon ein ziemlich beschissener Arbeitsplatz. Also da hätte ich jetzt ungern dann auch jemanden arbeiten lassen, wenn wir so viele andere Räume haben, die doch schöner sind. Und da bin ich ja sehr zufrieden, also schon noch improved bei manchen Ecken. Hier in unserem One-on-One-Bereich. Der darf nicht fehlen, auch für StarCraft 2 oder was auch immer. Dann werden wir hier, ja, oldschool, wie sagt man das? Newschool, wie auch immer, werden wir 2 Kapseln machen. Kennt ihr ja von der DreamHack und so, die haben ja immer so auf den Bühnen, haben die immer ihre Kapseln. Und wir werden selbst 2 davon haben. Eine hier mit der Scheibe nach da, dass man den Gegenspieler angucken kann, der dann auf der anderen Seite sitzt. Ja, hier der Kollege, damit der schön Linie machen kann. Ich mach kaputt. Ja, hier ist so ein Kleber, das war mal hoch abgeschätzt. Und hier wollen wir im Prinzip 2 Reihen haben mit Sitzfläche, so vielleicht Couchen oder so, damit hier wirklich so die Hardcore-Ultras hier schauen dürfen. Dann gibt es unten einen Fernseher für First Person, dass man die auch live sehen kann, die zocken und dann. Und natürlich noch einen Fernseher, damit man die Live-Show richtig begutachten kann. So. Geiler Raum, muss ich sagen, ist er geworden. Der alte One-on-One-Raum. Da habe ich gesagt, boah, hier machen wir einen One-on-One-Raum. Tatsächlich auch da hat sich da ein bisschen was geändert. Aber, muss man auch dazu sagen, es ist jetzt ein Kinoraum. Wir haben 24 Kinositze, sogar mit Loft-Chairs, so Doppelsitze. Und ein Beamer mit Leinwand. Das ist halt die Wand, ist halt die Leinwand. Und da wollten wir einen One-on-One-Bereich machen, mit so Chill-Couchen auch, so flache, wo man vielleicht dann, ja, sollte auch einfach gemütlich sein. Das war der Sinn und Zweck dahinter. Und dass man halt dann, das so VIP-Bereich mäßig ist, dass man da die 2 Spieler One-on-One-mäßig sehen kann. Sehr nah und ja, so hautnah dabei ist. Aber dann erinnert ihr euch vielleicht noch, wie ich gesagt habe, in der Halle habe ich das Gefühl, es sind doch relativ wenig Sitzplätze, wo ich dann gesagt habe, ein Kino wäre geil. Kinositze. Vielen Dank dann nochmal an den E-Sports Club München, die halt so einen Kinositzer hatten. Und ja, als ich das gesehen habe und sich das wieder in meinen Kopf gesetzt hat, dann wollte ich es unbedingt haben. Haben aber trotzdem den One-on-One-Bereich vorbereitet. Also wir können jederzeit da 2 Tische hinstellen, Netzwerk, Strom, alles ist vorbereitet, dass man da im Prinzip einen One-on-One-Bereich hinstellen könnte, dass da Leute spielen könnten. Platztechnisch würde das auch noch funktionieren. Die vorderste Reihe wäre halt super nah an den Spielern, aber theoretisch ging es. Haben aber dann gesagt, naja, komm, wenn wir dann jetzt halt hier vielleicht einen StarCraft 2 Event haben, den Home Story Cup, dann können wir das auch aus dem Gaming-Bereich machen und den Rest im Keller spielen lassen, weil da sind ja auch vernünftige Gaming-Slots, Internet und so weiter und so fort. Und da haben sich auch die CS-Pros auch vorbereitet und gespielt. Ja, und dann haben wir gesagt, Kino fänden wir schon ziemlich geil. Und also wenn es voll ist, ist das Kino auch immer richtig voll gewesen. Also wenn APM war und die Bude voll war, saßen richtig viele Leute in den Kino sitzen und da war auch dann schon ganz gute Stimmung. Ich bin mal gespannt, wie es in Zukunft ist. Ich glaube, HSC, wenn es einen gibt,
Ich glaube, das wird halt auch voller als APM, weil wir einfach die Fangemeinde auch mehr aus StarCraft haben und auch einfach bekannter sind. Aber das ist schon geil, wenn das dann hier voll ist, in der großen Halle und im Kino und überall. Da könnte es sicke Stimmung geben. Ja. Ja, Kino. Kommt vorbei. Das ist geil. Ja, das Akku geht gleich wieder. Keine Sorge, wir haben nicht mehr viel zu sagen. Ja, 3% hat er gesagt. Ich dachte erst R3Z, was? Nein, also das wird hier mein eigenes Büro. Das sieht ganz nett aus. Momentan bin ich hier immer mit 40 Leuten in einem Raum, gefühlt. Aber tatsächlich dann halt immer so mit 5, 6, 7. Und wenn Meetings sind, ist es auch im gleichen Raum. Das ist tatsächlich teilweise sehr anstrengend für alle Beteiligten. So viel zu eigenes Büro. Hat voll funktioniert. Das sollte der sicke Bausraum werden. Also da, wo halt der El Gelo sitzt, mittags Frauen klar macht, abends Partys macht und so weiter. Hat alles nicht funktioniert. Am Ende haben wir halt gesagt, okay, da habe ich halt von alleine dann gesagt, ja okay, dann machen wir halt da einen Meetingraum rein, weil es sich einfach am meisten anbietet und auch am schönsten ist. Du gehst da so eine Empore, du gehst da so Treppen hoch, hast dann direkt den Meetingraum, daneben eine Küche, kannst du da schnell mal einen Kaffee holen für die Leute und so. Ja, da sollte halt eine Feuerwehrstange rein. Ich behaupte jetzt mal, das ist noch nicht durch, das Thema. Da könnte immer noch eine Feuerwehrstange rein, weil ich habe ja meinen Balkon darüber, ich wohne ja direkt darüber, privat. Und das würde ich halt schon noch gerne haben. Also wenn es TakeTV finanziell auch mal wieder besser geht und es stabil ist, toi toi toi, dann kommt da auf jeden Fall eine Feuerwehrstange rein. Und dann kommen halt, keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel Red Bull bald ein Meeting hier, kommen halt auch relativ wichtige Leute von Red Bull, dann rutsche ich da mit der geilen Feuerwehrstange rein ins Meeting, auf den Stuhl und dann sage ich, was ist los? Was ist los? Da habe ich schon Bock drauf. Ist halt auch ein geiles Gimmick. Du musst halt auch mal was Besonderes haben. Alles nur nach 15, das interessiert ja keinen. Hat ja jeder. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, die haben ja noch so ein Dach. So 600, 700 Quadratmeter. Da dachte ich mir so, im Sommer könnte man ja auch sein Studio nach außen verlegen. Ne? Küche durch, Büro, mittlerweile Meetingraum durch. Dann auf dieses riesige Flachdach. Ich glaube insgesamt 5, 6, 700 Quadratmeter. Und da ist halt so diese Idee, da machen wir noch eine Terrasse drauf und all so Sachen. Ist halt auch so Sachen, die halt einfach weggestrichen werden mussten, weil es ist schön, die Idee ist cool, aber es ist halt einfach kein Geld dafür da. Und vielleicht kann man das irgendwann in der Zukunft machen. Und ich setze mich dahin, es war schon ziemlich dunkel, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ziemlich dunkel, ich glaube, es war ein Headlight drauf. Und ich setz mich auf den Stuhl. Da war ein Stuhl. iPhone-Lampe war es, glaube ich, sogar. Ja. Das war eine, was? iPhone-Lampe. Eine iPhone-Lampe, ja! Das ist das Licht vom iPhone. Also hochprofessionell, wie halt das P in TakeTV für Professionalität halt eben steht. Und ich setze mich auf diesen Stuhl und halte halt so nochmal, keine Ahnung, ein paar Minuten oder so gefühlt. Tja, Freunde. Manche würden sagen, ich bin größenwahnsinnig. Und andere würden das auf jeden Fall bestätigen. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Wir haben uns auf jeden Fall da doch einige Zeit Gedanken drüber gemacht, bevor wir das, oder ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht, bevor ich das gemacht habe und da den Vertrag unterschrieben habe. Dazu gehört natürlich auch ein relativ fetter Kredit, den ich aufgenommen habe, wovon ich wirklich eigentlich kein Freund bin. Aber ich glaube, es ist halt eine Investition in die Zukunft, die für den E-Sport, glaube ich, ziemlich geil ist und auch für mich selbst und auch für mein ganzes Team, für TakeTV und hoffentlich auch für euch in Zukunft genau das ist, was ihr euch vorstellen könnt. Ich habe da ziemlich viel Bock drauf. Deswegen habe ich natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten ziemlich wenig vor der Kamera verbracht. Das soll sich natürlich auch wieder bessern. Es wird natürlich immer schwieriger, aber momentan ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Wenn das hier irgendwann mal läuft, unser Plan ist so ungefähr Februar, März fertig zu sein. Ja, und ich hoffe, ihr habt hier den ersten guten Eindruck bekommen. Habt Bock darauf. Ich hoffe, ihr supportet uns, wie ihr es immer getan habt, denn genau deswegen sind wir hier, nur durch euch, nur weil ihr daran glaubt, was wir gemacht haben und das cool fanden, was wir hier aufgebaut haben. Und das macht mich ziemlich stolz und ich hoffe euch auch, denn ihr seid ein Teil davon. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in Zukunft noch ziemlich häufig sehen und ihr den Videos immer lauscht und dann auch live dabei seid, wenn es hier wirklich losgeht, irgendwann im nächsten Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und man sieht sich. Nochmal Monolog. Und ich kann mich wirklich nicht mehr an jedes Wort erinnern.
was für mich auch gar nicht mehr so wichtig ist, sondern ich habe noch diese Message im Kopf und auch so das Gefühl, so im Sinne von, ich habe halt so richtig gemerkt, wie es so hochkam, wo ich gemerkt habe, boah, das wird jetzt so real, du willst das jetzt hier umsetzen, wo du gedacht hast, wo dir in diesem Moment klar wurde, auch wenn das nicht live war, du erzählst jetzt Leuten, die dir regelmäßig zuschauen, die das überhaupt erst mit ermöglichen, gerade, ey, du bist gerade so ein bisschen verrückt geworden. Du willst jetzt hier so ein Projekt machen, da steckt halt all dein Herzblut aller Zeiten drin, jeder Tropfen. Und du machst den Leuten gerade klar, ich meine das ernst. Das, was ich hier gerade erzählt habe, das werde ich machen. Das will ich wirklich machen. Ich erzähle das nicht nur, sondern das setzen wir jetzt um und mit euch zusammen kriegen wir es hin. Das war so mein Gefühl und da wurde ich halt so richtig kribbelig in dem Moment und auch so wirklich so ein bisschen nervös und dachte mir so, boah, krass, was machst du jetzt? Und mit dem letzten Wort, so ungefähr, ging halt die verdammte Kamera aus. Also aber in time, so passend. Hat halt gepasst. Es war wirklich fertig gesagt und wirklich, das ist kein Scherz, cut off. Kamera 2 Sekunden später einfach ausgegangen. Weil der Akku leer war. Und es war schon gutes Timing. Ja. Man darf ja auch mal ein bisschen abergläubig oder so sein. Fand ich gut. Lass mal nochmal an das Licht. Jetzt wirst du einen Schnitt machen im ganzen Video. Schön mit dem Handy. Man sagt ja immer, kleine Männer neigen immer zu... also die Kleinen wollen immer die Weltherrschaft. Ne? Ich weiß nicht, Napoleon. Und ich habe das ja auch damals noch gesagt, so ja, jetzt wäre ich vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. Und wenn ich das jetzt so wirklich rückblickend betrachte, und ja, man wusste nicht, was für Probleme kommen, Brandschutz und dies und das, aber man muss ja irgendwie ein gewisses Maß ja immer einplanen. Und ich konnte das nicht so weit fassen, was da alles auf mich zukommt, also auch ein Problem. Das gefühlt, würde ich sagen, das war schon am Ende des Tages, wenn man alles zusammenrechnet, war es schon ziemlich größenwahnsinnig. War schon gut riskant. War alleine überhaupt nicht stemmbar. Also man wusste, man kriegt Support, man hat Freunde, Bekannte, vielleicht Leute aus der Community. Aber ja, ist halt nicht eben irgend so ein Unternehmen, das viel Geld hat und da reinsteckt und sagt, ja, ich habe meine Firmen beauftragt, das klappt natürlich. Die kriegen jetzt Geld dafür, wenn die Aufträge erledigen. Sondern das ist jetzt hier ein Projekt, wo viele Menschen an einem Strang ziehen müssen und es anders sonst gar nicht geht. Und das ist schon dafür, dass ich immer selber gesagt habe, ich bin nicht so risikobereit, das war schon ziemlich bescheuert. Und noch ziemlich risikobereit. Ja. Größenwahnsinnig eben. Also jetzt sind wir wirklich einfach mal Raum für Raum durchgegangen, haben über Vorher und Nachher gesprochen. Ich hoffe, dass ihr jetzt mal wirklich so ein Verständnis dafür habt, wie sieht es hier aus, wie sah es vorher vor allen Dingen aus und was haben wir aus diesem verrückten Ding gemacht. Hier gab es nicht irgendwie es gibt so ja, Innenarchitekten oder so oder Leute, die das designen. Das haben wir mit eigener Kraft gemacht. Also das sind fast alle Sachen, die ich mir wirklich selbst überlegt habe und dann gesagt habe, so würde ich es gerne haben und so ungefähr sieht es dann komischerweise auch aus. Alles nicht so viel Magic, wie die Leute immer sagen, wobei es natürlich schon viel Kreativität bedarf. Ja, und das war es dann letzten Endes erstmal für unseren Dreiteiler, weil es einfach so viel Content war und das alles zu erzählen, ich glaube, ich könnte noch so viel mehr erzählen, hat halt doch dann ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich habe da aber auf jeden Fall noch ein kleines anderes Video für euch, passend dazu. Und ja, das solltet ihr euch natürlich auch anschauen. Und ja, sage ich auch nur mal einfach viel Spaß dabei.